Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin Alex und heute soll es ein bisschen darum gehen, was so die besten Einsteiger-Tools im Bereich No-Code sind und wie du am besten starten kannst. Also mit No-Code-Anwendungen ist die Entwicklung von Mobile-Apps, Websites und Web-Applikationen nicht mehr nur Entwicklern vorenthalten. Du kannst das genauso und ich habe im letzten Video so ein bisschen über allgemeine Dinge im Bereich No-Code gesprochen. Ich verlinke dir das hier auch nochmal, damit du dir quasi den Einstieg nochmal anschauen kannst. Heute soll es darum gehen, welche Anwendungen du konkret nutzen kannst, um den Einstieg im No-Code-Bereich zu finden. Also No-Code-Anwendungen gibt es ja schon eine ganze Weile, angefangen in den 2000ern, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Ich habe damals meine ersten Schritte mit Microsoft Frontpage gemacht, mit denen man damals ja Webseiten bauen konnte in Form eines Editors, wie man ihn zum Beispiel aus Microsoft Word kennt. Und ja, seitdem haben wir enorme Schritte in dem Bereich gemacht. Und es gibt Jahr für Jahr immer wieder neue Anwendungen, die immer mehr ermöglichen. Und davon möchte ich dir jetzt ein paar vorstellen, die extrem einsteigerfreundlich sind und mit denen du direkt loslegen kannst, die vor allen Dingen auch komplett kostenlos sind, beziehungsweise die Einstiegsversion kostenlos ist. Also du kannst absolut rumprobieren, ohne jetzt irgendwelche monatlichen Kosten zu tragen. Du kannst also quasi direkt loslegen und dich ausprobieren. Also, fangen wir an. Das erste Tool, was ich dir vorstellen möchte, ist aus einem österreichischen Unternehmen entstanden. Und zwar ist das InvolveMe. InvolveMe ist ein Tool, mit dem du relativ einfach in wenigen Schritten Landingpages erstellen kannst, also solche One-Pager-Webseiten, die aus einer Seite bestehen. Du kannst Sales Funnels erstellen, du kannst Feedback-Abfragen erstellen, Umfragen, Formulare, alles Mögliche. Du kannst in höheren Tarifen auch Zahlungsdienstleister mit einbinden. Das bedeutet, du kannst im Prinzip direkt komplette Produktverkäufe abwickeln. Das Ganze ist, wie gesagt, ein österreichisches Unternehmen und deswegen auch im Businessbereich aus Datenschutzgründen unbedenklich. Gerade der visuelle Drag-and-Drop-Bilder von InvolveMe ermöglicht dir eine einfache und intuitive Gestaltung der Landingpages. Du kannst also einfach per Drag-and-Drop Elemente auf deine Landingpage ziehen und die nach Belieben anpassen. Außerdem bietet InvolveMe dir eine riesen Template-Bibliothek an. Das bedeutet, da kannst du aus vielen vorgefertigten Landingpages und Funnels und Formularen auswählen und die in wenigen Schritten an deine Bedürfnisse anpassen, um alles für deinen Use Case vorzubereiten. InvolveMe bietet außerdem einige Integrationsmöglichkeiten für Drittanbieter-Tools. So können unter anderem die gängigsten E-Mail-Marketing-Tools verknüpft werden, sodass sich, wenn sich zum Beispiel Leads in deinem E-Mail-Formular eintragen, direkt als Kontakt in deinem E-Mail-Marketing-Tool angelegt werden. Das Ganze lässt sich zusätzlich noch verknüpfen mit Zapier. Von daher hast du da sowieso die volle Bandbreite an Verknüpfungsmöglichkeiten. Denn Zapier bietet Anbindungen für über 2000 Tools an. Von daher ist da wirklich fast alles möglich. Das Ganze kannst du kostenlos nutzen bis zu einem gewissen Grad. Denn InvolveMe hat hier einen kostenlosen Basic-Tarif sozusagen, mit dem du dich hier schon komplett ausprobieren kannst. Das Ganze haben wir dir hier auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da bekommst du sogar noch 15% Rabatt, falls du dich für einen kostenpflichtigen Tarif entscheiden solltest. Ja, dann springen wir doch direkt mal zur nächsten Anwendung und zwar ist das Airtable. Wenn du Daten speichern und abrufen möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall eine Datenbank. Und wenn du dich da nicht mit Microsoft SQL Server oder einer PHP-Datenbank auseinandersetzen möchtest, dann ist Airtable auf jeden Fall die beste Alternative. Das Layout ist super einfach gestaltet. Es erinnert eigentlich direkt an zum Beispiel Google Spreadsheets oder Microsoft Excel. Und ja, man findet sich daher eigentlich relativ schnell zurecht und das ist einfach ein gewohntes Bild. Die Daten werden dabei in sogenannten Bases gespeichert. Das ist dann also die Datenbank und die Spalten in dieser Base stellen dann die Tabellenfelder dar, welche dann von dir eine bestimmte Formatierung zugewiesen bekommen. Also die Datenbank kannst du natürlich für alle möglichen Anwendungsfälle nutzen. Sei es jetzt, ob du darin Kontakte verwalten möchtest oder Produkte oder vielleicht möchtest du auch eine Datenbank als Backend für deine Website nutzen, für deine WordPress oder Webflow-Website. Auch das lässt sich ganz einfach managen und mit Zapier zum Beispiel die Daten zwischen den verschiedenen Plattformen austauschen. Wo wir jetzt schon bei Spreadsheets sind, schauen wir uns doch als nächstes mal Glide an. Mit Glide lassen sich aus Spreadsheets innerhalb weniger Minuten Mobile Apps zaubern. Das geht super einfach. Ihr könnt da einfach euer Spreadsheet importieren
oder dort ein neues erstellen und dann fungiert das Ganze als Datenbank für eure App. Glide baut also automatisch aus dieser Tabelle ein App-Layout und das Ganze kannst du dann nach Belieben anpassen. Du kannst deine Daten innerhalb von Glide beliebig arrangieren und darstellen lassen und das Ganze lässt sich hier dann auch kostenlos hosten. Die App ist super einsteigerfreundlich und einfach verständlich. So, jetzt dann auch schon zur letzten App und zwar habe ich sie jetzt bereits schon mehrfach erwähnt, Zapier. Zapier ist ein mächtiges Tool, um Workflows zu automatisieren und Apps miteinander zu verknüpfen. Zapier bietet über 2000 Apps an, die sich verknüpfen lassen und das sind unter anderem viele E-Mail-Marketing-Tools, Kommunikationstools wie zum Beispiel Slack oder Discord, Webseiten-Tools wie WordPress und Webflow oder auch Projektmanagement-Tools wie zum Beispiel Trello, Jira, Monday.com etc. In Zapier legst du sogenannte SAPs an, die enthalten dann nämlich die Logik für deine Verknüpfung. Das Ganze funktioniert nach dem If This Then That Prinzip, also wenn das in App X passiert, soll das in App Y passieren. Das Ganze ist wirklich intuitiv und Zapier bietet bereits vorgefertigte Rezepte sozusagen an, mit denen sich verschiedene Apps verknüpfen lassen. Multi-Step SAPs könnt ihr ebenfalls anlegen. Das bedeutet im Prinzip, dass ihr mehrere Aktionen ausführen könnt, sollte ein bestimmter Trigger ausgelöst werden. Das ist allerdings erst mit einem höheren Tarif möglich. Der Basistarif von Zapier ist kostenlos, da könnt ihr auf jeden Fall bedenkenlos rumprobieren. In diesem Basistarif könnt ihr 5 SAPs anlegen und 100 Tasks pro Monat ausführen. Das bedeutet, wenn so ein SAP durchlaufen wird für eine Aktion, ist das ein Task und das Ganze könnt ihr 100 Mal machen pro Monat. Ich hoffe, ich konnte euch einen ersten Einblick in No-Code-Anwendungen geben, die absolut einsteigerfreundlich sind und mit denen ihr direkt loslegen könnt, um Sachen zu bauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, ob ihr bereits mit solchen No-Code-Anwendungen arbeitet oder vielleicht auch schon ein Projekt damit umgesetzt habt. Das würde mich mega interessieren. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert und einen Daumen da lasst. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Alex.